Hallo, heute möchte ich dir von einer ganz genialen Sache erzählen. Wie schafft man es, dass man frank und frei das Zuhause betritt und nicht den ganzen Mist von der Arbeit mitnimmt, nicht die ganze Wut und den ganzen Ärger. Na? Es gibt viele Männer, die gehen nach Hause, machen die Haustüre auf und fangen erst an rumzuschreien. Aber davon gibt es auch genügend Frauen. Manchmal bin ich auch so eine, es tut mir leid, ja. So, was kann man also machen, dass man diese ganzen Ärgernisse, die da draußen sind von der Arbeit, die da draußen sind von den Nachbarn, die da draußen sind von Freundinnen, die gerade schlimme Sachen erzählen, wie macht man das, dass man die nicht mitnimmt in seine Familie, in seinen geschützten Raum? Und da habe ich eine schöne Geschichte gehört von einer Freundin, die hat erzählt von dem Problembaum. Also, da gab es einen Mann, der ist immer nach Hause gegangen und vor seinem Haus war ein Baum. Und jedes Mal, wenn er nach Hause gegangen ist mit seinem Aktenköfferchen, dann hat er an so einen Ast, da war so ein Aststummel, da hat er an seinen Ast, hat er so getan, als ob er irgendwas ranhängt. Wie eine Jacke oder wie eine Tasche. Ne? Und irgendwann haben dann die Nachbarskinder gefragt, was machst du da jeden Tag? Ja, und wenn er dann aufgestanden ist und zur Arbeit gegangen ist, dann ist er da wieder hingegangen und hat er wieder irgendwas weggenommen von diesem Baum. Ja, und da haben die Nachbarskinder gefragt, was machst du da mit diesem Baum? Ja, also wir sehen da nichts. Was tust du da? Und der Mann hat gesagt, das ist mein Problembaum. Wenn ich nach Hause komme, dann hänge ich die ganzen Probleme von der Arbeit dorthin. Sag dem Baum Danke, dass er aufpasst. Weil diese Probleme, die haben zu Hause gar nichts zu suchen bei meinen Kindern, bei meiner Familie, die haben ja nichts mit der Arbeit zu tun. Ja? Und ich brauche die auch nicht zu Hause. Ich will ja da meine Familie haben. Ich will ja da, dass alles gut ist. Also hänge ich meine Probleme an diesen Baum. Und am nächsten Morgen, wenn ich in die Arbeit gehe, dann muss ich ja die Probleme, da kommen sie ja wieder. Ne? Und dann nehme ich die Probleme mit wieder. Dann gehe ich zum Baum und nehme meine Probleme wieder mit und bearbeite diese Probleme in der Arbeit wieder. Aber meistens sind es schon weniger Probleme geworden über Nacht. Ja? Als ich hingehängt habe, meistens sind es weniger Probleme über Nacht geworden und ich habe weniger Probleme in die Arbeit mitzunehmen. So kann man wundervoll seine Sachen aus der Familie fernhalten, die dort gar nichts zu tun haben. Und so kann man auch vermeiden, dass man hier ständig diese Wut und diese Aggression von irgendwo anders auf arme Menschen rüberstülpt, die gerade überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gäbe da noch die Möglichkeit, dass du weiter weg arbeitest. Je länger man fährt, desto besser ist es, dass man abschaltet. Manche Männer, die fahren tatsächlich mit dem Fahrrad jeden Tag eine Dreiviertelstunde, einfach um sich diesen Frust wegzustrampeln. Das machen übrigens meine Kinder auch. Ich habe die extra in eine Schule weiter weggeschickt, dass sie jeden Tag eine halbe Stunde hin Minimum und eine halbe Stunde zurück strampeln müssen, dass sie sich ihren Wut, ihren Ärger, ihren Frust, alles schön abstrampeln können und sie kommen glücklich nach Hause und es ist alles weg. Das ist natürlich blöd, wenn du dann zu Hause arbeitest, dann hast du nicht so die Distanz. Oder wenn du mit dem Auto in 5 Minuten da bist, das ist ein deutlicher Unterschied, wie wenn du eine halbe Stunde mit dem Auto fahren musst. Ja? Also guck, dass du dein Zuhause trennst von deinen Problemen, die von ganz woanders kommen, weil das hat gar keiner verdient in diesem Zuhause. Du kannst ja zu Hause schimpfen über etwas, was zu Hause passiert ist, aber nicht über irgendetwas, was von woanders kommt. Das ist nicht fair und das ist nicht schön. Und wenn du so einen Baum umarmst, probier mal das. Ein Baum umarmen ist himmlisch. Der ist gar nicht kalt, der ist gar nicht hart. Mach das mal, stell dich hin, wenn du mal
wenn du mal traurig bist, stell dich mal hin und umarm den Baum. Du wirst merken, es geht dir gleich besser. Alles Liebe.